Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesen Sommer haben Karin und ich unsere Hochzeitsreise in den Dolomiten mit einer Bikepacking-Tour verbracht. Auf 440 Kilometern und 10.000 Höhenmetern in 6 Tagen erlebten wir einige der schönsten Touren, die wir je gefahren sind. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen wie wir beim Erleben. Und hier noch ein Überblick über unsere gesamte Tour. Viel Spaß bei Tag 4. So, wir haben ausgecheckt. Wir starten in den Tag 4. Wir haben so richtig Glück. Also es gibt jetzt noch so, ich glaube 4 Tage sind es, mit 25 Grad plus. Ja. Also bis zum Sonntag und am Montag fahren wir heim. Richtiges Wetterglück diesmal. Ja, jetzt geht's mal los. Los geht's. So. So, nochmal ein Blick auf das schöne Schloss. Ziemlich beeindruckend. Da hinten sieht man auch noch, ups, da dahinter die Kirche. Da ist Fels, da haben wir geschlafen. Jetzt geht's. Wieder runter oder wieder rauf? Ja, klar, das haben wir halt ziemlich viel. Die heutige Tour hat nämlich so, ich glaube, 92 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Ja, wir sind schon gespannt, wo uns das alles heute hinführt. Hinter uns sieht man noch ein bisschen die Berge. Schön. Wir fahren links Richtung Diaz. Rauf geht's. So, willkommen in Diaz. Kurzes Päuschen in Diaz. Wir ziehen schon mal die ganzen Sachen aus. Es ist echt warm jetzt. Ja, und dadurch, dass wir jetzt eigentlich nur 1400 Höhenmeter eigentlich fast durchgehend drauf haben, ja, ich glaube, es wird uns auch ein bisschen warm. Ich glaube, wir fahren jetzt da weiter in diese Richtung. Und dann irgendwie darauf wieder. Ja, so schaut's aus. Er schlängelt sich ziemlich rauf. Das ist wahnsinnig steil. Also eher untypisch Dolomiten. Ja, kann schon was. Schön, ne? Ja, schau. Schön, ja. Dass das Ding so klein ist, dass da reinpasst. Und während ich die Pumpe herrichte, hier mal der Weg bis zum ersten Pass. Ja. Oh, das hättest du vielleicht vorher tun sollen. Naja, auf 1096 ist er. So, jetzt geht's kurz runter, bevor es wieder steil wird. Ui. Ups. Mein Gott. Also, dass wir so viel Glück haben in dem Urlaub. Wahnsinn. So Wahnsinnswetter, so schöne Sicht. Das ist ein Abschluss des Bikepacking-Jahres, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, das war das letzte 2025. Selfies. Ja. Aber ja, mit dem Hintergrund, gell, da kann man nicht anders. Und wie wir natürlich wieder mal erst im Nachhinein erfahren haben, ist dieser wunderschöne Hintergrund die Rosengartengruppe. Jetzt sind wir übrigens im Ort Karasee und wir fahren jetzt noch ein paar Meter weiter, nachher fahren wir eben auch beim See vorbei und dann kommt die nächste Steigung. Yay. Ja, die wird dann auch noch sehr hart, sehr, sehr hart.
Krasse Farbe. Ja, ja. Der Karasee war jetzt dezent beeindruckend. Wahnsinnsfarben und da wahnsinnig viel los. Jetzt sind wir ein bisschen weg davon und da ist auch schon viel ruhiger. Ja, hoffentlich bleibt es so. So, jetzt haben wir uns mal ein Gel gegönnt. Ich glaube, die Reserven brauchen wir jetzt. Es wird jetzt ziemlich steil. Und wir haben beide gesagt, wir hätten nichts dagegen, wenn es so bleibt wie da jetzt. Und da kommt man raus aus dem Wald. Wahnsinn. So, wir sind in Oberecken. Und da fahren wir rauf. Rauf geht's. Das nächste Mal fahren wir mit dem Lift rauf. Passt, ist abgemacht. Ein Pferdis. Leider noch nicht der höchste Punkt. Wäre schön. Für uns geht es noch ein bisschen weiter rauf. Wieder. Da geht's noch drüber. So, wir haben uns entschieden. Wir kehren ein. Essen mal eine Kleinigkeit, bevor wir die letzten 180 Höhenmeter noch machen. Ja, ich glaube, das passt jetzt. So, Essen ist da. Knödeldries, wer es nicht kennt. Wenn man in Südtirol ist, unbedingt essen. Und Rübenmakaroni. So, gut gegessen haben wir. Sehr gut gegessen haben wir. Jetzt sind die Bäuche ein bisschen voll für die letzten 180 Höhenmeter. Ja, schaffen wir es auch noch. Pferdchen. Geht gut. Bei mir sich gerade der Magen und die Lungen wieder neu ordnen. Ja. Dass beides Platz hat. Schweres Bäuchlein. Herrlich. Da irgendwo unten sind wir rauf. Da irgendwo geht's runter. Da ist was zum Lesen. Wo man da noch überall rauf könnte. Aber ich glaube, für uns reicht es heute. Jetzt rauschen wir mal runter. Und dann muss ich unten mal schauen. Wir fahren da nämlich ein Tal entlang. Da gibt es einen, glaube ich, ziemlich schönen Radweg. Ja, da fahren wir heute bis zur Unterkunft in Kanazai. Wer weiß was. Und jetzt geht's runter. Oh, schau. Okay. So, also die Auffahrt bisher, wie ihr vielleicht schon gesehen habt auf dem Video, ist cool. Ganz schön steil runter, so zwischen 10 und 15% Gefälle. Ja, da werden die Bremsen heiß und man kann es schön rollen lassen. Hi! Sehr cool da.
froh. Da sind wir übrigens gerade in Desero. Sehr schöne Stadt auch. Jo, sonst geht es allerdings jetzt da links runter auf dem Radweg. So, jetzt sind wir, wie gesagt, auf dem Radweg. Haben noch, ich glaube, 34 Kilometer und noch 620 Höhenmeter. Auf die sind wir ein bisschen gespannt, weil ich glaube, es geht immer so gleichmäßig bergauf und am Ende gibt es ein paar Rampen. So, jetzt haben wir kurz ein bisschen zittern müssen. Da unten war die Straße gesperrt. Wir haben des Rätsels Lösung. Und zwar sind da Sommerlangläufer unterwegs. Und wahrscheinlich irgendein Rennen oder sowas. Genau, sind gerade welche vorbeigefahren. Ja, da kann man unser Ziel schon wieder ahnen. Die Dolomiten. Schon wieder Essenspause. Also mittlerweile sammeln wir die. Das war jetzt richtig guter Kuchen. Sehr guter Kaffee. Ja, jetzt haben wir noch 22 Kilometer, 400 Höhenmeter. Wir packen uns auch noch wie viel Zucker im Bauch. Ja, das ist schon was. Ah, 10% Gefälle, das mögen wir. Das mögen wir. So, jetzt haben wir noch 11 Kilometer. Das kann nicht sein. Wunderschöne Aussicht. Aber trotzdem, die Stimmung sinkt gerade ein bisschen. Das ist einfach richtig zart jetzt mittlerweile. 6 Stunden Fahrzeit, ewig am Radl. Jo, jetzt wird es Zeit, dass wir ankommen. Wir sind in Kanazai. Jetzt suchen wir noch die Unterkunft. Und dann gehen wir in Spar. So, jetzt sind wir wieder beim selben Spar wie gestern. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen was einkaufen. Kalte Jause für den Abend und ein Bierchen, glaube ich, gibt es dann heute auch nochmal. Ja, genau. War brutal hart. Ich glaube 2 oder 2300 Höhenmeter heute. War wunderschön, aber wir sind an unserer Grenze. Ja, bis später. Später gab es dann nur noch Essen, Schlafen und Entspannen. Hier noch die letzten Meter bis Kanazai. Bis zum nächsten Mal. Euer Grevelino.